Ready when you guys are. Let's fuck this puppy. Go. Just SeaWorld guys here know who I am and know that I have no time for the absolute bullshit that comes out of the mouth of SeaWorld. Es gab einen Tag in Neuseeland, wo ich gerade für Ingrid tatsächlich einen YouTube-Kanal aufgesetzt habe und ein Video geschnitten habe. Das findet ihr auch bestimmt noch im Internet. GoPro Project New Zealand oder irgendwie sowas. Und ich habe für Ingrid dieses YouTube-Video gerade geschnitten. Und während ich das mache, schreibt mir jemand auf Facebook in einer Orca-Gruppe, Robert, also sinngemäß, wir wissen, dass du gerade in Neuseeland bist. In Australien sind gerade Orcas gestrandet. Folgende Situation. Ostküste Australien, Golden Coast, Hervey Bay. Das ist eine ziemlich brisante Situation für die Waltiere. Dort ist viel Whale-Watching und Tourismus. Aber es ist auch eine sehr, sehr flache Region mit vielen, vielen Sandbänken, Strömungskanälen, viel Ebbe und Flut. Also für Wale ein wirklich richtig ungeeignetes Gebiet, aber trotzdem sind super viele Wale da. Und zu dem Zeitpunkt sind dort in Australien 8 Orcas gestrandet. In einer Gruppe lagen 5 Tiere. Das sind die Bilder, die wir hier sehen. Das Footage, was wir hier sehen, ist von den National Park Rangern. Das haben die einfach mit ihrer kleinen Minikamera gefilmt. Es war ein extrem stürmischer Tag, also wirklich schlechte Bedingungen. Super krasser Sonnenschein. Das heißt, die Orcas waren auch durch Austrocknung tatsächlich gefährdet. Die haben dann so Pavillons aufgestellt. Die haben die mit feuchten Tüchern nass gehalten, obwohl sie überhaupt keine Ahnung von Walrettung haben. Die haben Löcher gegraben für die Flossen, weil sie gesehen haben, die Orcas liegen da sehr angestrengt. Löcher gegraben, dass sie die Flossen reintun können. Sie wurden mit Süßwasser versorgt. Also alles richtig gemacht. Props gehen hier an dieser Stelle raus an die Ranger. Also mit einfach gesundem Menschenverstand tatsächlich alles richtig gemacht, was sie richtig machen konnten. Und ich habe mich dann umgedreht. Ingrid sitzt mit dem Rücken zu mir, weiß ich noch ganz genau. Ich drehe mich um und sage, Ingrid, hast du schon gehört, in Australien sind gerade eben Orcas gestrandet. Big News, das war damals noch gar nicht öffentlich. Dann sagt er, nee, was, wie, wo? Kontakt hergestellt, realisiert, da sind Orcas in Not. Und ein paar Stunden später saßen wir im Flieger. Can pick it up in Brisbane and then I'll just drive through from Brisbane overnight with the trailer on the back. Okay, great, all right. I'm running around like an idiot trying to pack at the moment. The necropsy kit, and then we'll need some overnight clothes. This one here's got to go for sure, because I don't know how long we're going to be away for. It could be 2 or 3 days, and we'll see what we need out of that. Make sure passports. Do you remember where the box with all the sample containers has gone? Tickets, but there shouldn't be too much in there. Credit card. And reassess once we've gone through here. And I'll take some of the gear out of here, but I'll take some alcohol just for the small samples. We've got less than an hour before we have to be on the plane, so I'm beyond stressed at the moment. I mean, we've been going for about 8 hours now trying to organise whether we can get to this dead whale or not. The thing is that the brain has never been studied of a juvenile orca. So trying to get this thing before it rots is really, really important. And we want to put it in an MRI scan and possibly even a CT scan so that we can look at soft tissue as well as the hard bones. In der Sekunde, wo du erfährst, da sind Orcas gestrandet, musst du ein Rettungsteam organisieren, Flüge, Equipment, Ausrüstung, Informationen vor Ort und alles zu einer Zeit, wo Social Media gerade so in den Startlöchern war. So this is my whole bag for being away for a week. Das ist sofort bei Ingrid und bei mir 100% Alarmmodus an. Und wir wissen, das wird jetzt eine Riesenscheiße, die auf uns zukommt und das wird ewig dauern. No, because no one's ever done this stuff before, you see. Und die ganze Zeit ist man auch immer in Kontakt mit den Rangern vor Ort, mit Kontaktpersonen, sagt denen, gibt den Tipps. Und man darf nicht vergessen, hinter uns liegen hier super viele anstrengende Tage in Neuseeland. Kaikoura ständig auf dem Wasser, tauchen, Boot fahren, Orcas retten, Unterwasseraufnahmen. Von bis. Also wir haben 14, 15 Stunden jeden Tag gearbeitet, waren schon völlig erschöpft und dann kommt diese Katastrophe, dieses Desaster auf uns zu. So we're towing the whale up to here to draw the others out. So I'm hoping that they'll bring it down to here. Es wird eigentlich nur von Tag zu Tag nur noch schlimmer und wir werden sehr, sehr wenig Schlaf haben in den nächsten Tagen und vielleicht auch Wochen.
Hello, Dad. How are you? Hi, Steve. Yeah, we're here. We just landed. Gemma's just picked us up. Oh, you know, usual story. Customs was really concerned because we had knives and we had to do a full declaration and all sorts of things. Wir kommen in Australien an, also ungefähr einen Tag später. Ingrid ist natürlich auch da vernetzt. Man kennt sich ja, Down Under. Und dann haben Freunde von ihr tatsächlich einen Jeep zur Verfügung gestellt und einen Hänger, Ausrüstung gebracht, Seile. Man weiß ja auch nie, was man braucht. I mean, I'm so sorry it's so late. Oh, you're a bloody nuisance. I know, it's pretty typical, Before I isn't do it? anything, Yes. Steve said to give you that. Steve's to give me this. it's Okay, just- I need my glasses. Yeah, it's just our phone numbers. Man muss an dieser Stelle ganz klar sagen, dass Australien, Neuseeland und ein paar andere Länder sind sehr, sehr gut darauf vorbereitet, weil es einige Freiwillige gibt, die das richtig gut im Griff haben, so wie Ingrid und der Orca Research Trust. Aber es gibt eben auch Deutsche oder so, die sagen, naja, wenn ein Wal am Strand liegt, den musst du nur noch erlösen. Der zerdrückt sich ja selbst unter seinem Gewicht. Den können wir nur noch erlösen mit so einer Lanze, die wir ihm ins Herz bohren oder ihn erschießen oder ihn sogar in die Luft sprengen. Das macht man auch in einigen Ländern. Ich habe aber gelernt durch Ingrid und viele andere echte Walforscher und Walschützer, man sollte das immer probieren, die Tiere zu retten. Und der Erfolg gibt diesen Leuten recht. Die Tiere, die gerettet wurden, die überleben meistens. This trailer's perfect, Gemma, because the whale's supposed to be between 3 to 4 meters long. So by the time we put it in there, we can put our cases in there and tie them down. Yeah. Are you tired now? Tired now? I'm tired out as well. I'm tired out as well. Hier haben wir schon 2 Tage nicht mehr geschlafen. Go away. In Australien angekommen heißt ja nicht bei den Orcas angekommen. Es geht dann noch einige 100 Kilometer Richtung Norden, bis man überhaupt in der Area ist, wo diese Orcas gestrandet sind. Und das allererste, was wir sehen, SeaWorld. Das sind die Menschen, die Orcas fangen und einsperren. Und die letzten, die man an so einem Platz sehen will. Die wirklich allerletzten. I've been told that the orca are still fairly close by, and one of them is not doing too well. Makes you wonder why these guys are out there. I sure hope we don't have another situation like Morgan where they take an animal that needs to be rehabilitated and released and they keep it in captivity to make a profit from it. Not good form, guys. Die wollen dann besonders die jungen Mädchen mitnehmen, also die jungen weiblichen Orcas, und die dann wieder aufpäppeln, weil es denen ja nicht gut geht, in ihren Delfinarien. Bis sie dann irgendwann sagen, die kann man ja gar nicht mehr auswildern und ups, die ist schwanger geworden und kriegt jetzt ein Baby und dann lebt die hier bei uns bei SeaWorld. Ihr kennt das Ganze aus den Filmen Blackfish zum Beispiel. Und ihr müsst wissen, heute gibt es über 80 Orcas weltweit in Betonpools gefangen, die teilweise in Shows über den Reifen springen müssen, wo die Trainer auf der Schnauze rumlaufen und was man dann Education oder Bildung nennt für die breite Masse und in meinen Augen mit das Beschissenste ist, was wir Menschen so auf der Welt machen. Diese Tiere einsperren und sie zu unserem Vergnügen halten, Shows machen lassen, sie leiden zu lassen und das Ganze dann irgendwie unter Forschung und Bildung zu verkaufen. Das ist ein absoluter Witz. Und Ingrid hasst SeaWorld und ich auch. Und zwar big time. Wie immer heißt es ultra früh aufstehen, das stimmt nicht, denn wir sind nie zu Bett gegangen. Es gibt dann eine kleine Teambesprechung mit den Rangern vor Ort, die geholfen haben und die uns erstmal auf den neuesten Stand der Dinge eigentlich bringen. Und da erfahren wir dann tatsächlich einige sehr schreckliche Sachen. To say that there was 4 stranded whales down in the sandy straits at Booker Island. They gave us no indication. They gave us no indication there. I then got a call on my mobile from the RSPCA at about 8:03 on the Wednesday morning, which literally, I've still got it on my phone, it says RSPCA, report of 4 whales, Booker Island. That was it, basically. 4 stranded whales, Booker Island. Und jetzt versucht mal, kleine Forensiker zu sein und schaut mal, wie die Wale dort gestrandet sind, wie die liegen. Ihr seht ein Kalb, einen kleinen jungen Orca, vielleicht um die 2 Jahre. Und ihr seht, die großen Weibchen beschützen das Kalb sogar bei der Strandung. All the training tells you to put wet sheets on them. Wet sheets don't stay on large whales in 25 knots. We should have had them covered more, I know, that's what all the training tells you to do. But we were absolutely, flat out. You'd spread the sheet out, next minute it'd fold over and land in the sand, and then you're putting
Und die Situation vor Ort ist auch nicht einfach. Also es waren über 25 Knoten Wind, das sind fast 50 Stundenkilometern, das hat richtig geblasen. Und die Ranger waren mit so einer Situation auch noch nie konfrontiert. Das ist das erste Mal im Leben, dass sie mit gestrandeten Walen zu tun haben. So we had whatever would stay on, we'd leave on, but we thought it was more important to have 2 buckets of water every 5 minutes per animal. Luckily it was overcast, cool. This is the area that glows. And so then you're possibly even holding heat in. Yes. Das ist wie so eine Art Wärmetauschersystem. Wenn man da ein Tuch drauflegt, kann die Wärme auch im Orca drin bleiben, was ihn von innen quasi kocht. And also, some people put things No, on the no. dorsal fins. Big no. I'm not an expert, Yeah. that's all of our training. You don't cover the dorsals Yeah, or don't pegs cover the or dorsal flukes fins. or... Man kann eben auch viel falsch machen, weil man es eben nicht weiß. Es bringt einem ja keiner bei, es sei denn, man hat mal einen Whale Rescue Kurs gemacht. Yeah, I mean, I would definitely not have that towel No. on there. Yeah. Get that towel off my head. Yeah. There. Yeah. Thank you. I removed it. Oh, well, Yeah. you could see the difference in the reaction from taking it off. And did you find their eyes were following you? No, They their didn't. eyes were closed From the almost wind, the whole huh? time, and Weeping. mucus or whatever. Yeah. But we were washing that out and it washed away really good. Great. But they weren't eyeballing us. But we were Okay. talking to them. Yeah. You see this line here? Can you guys see this? Moira, did you see this? See that line on there? This is where it's just the weight. Yeah, so it's just the weight. And you'll get a lot of people saying that this is going to cause the animal to die because of the pressure, it's going to have internal lung collapse and all of this. But you got to remember that when they dive, the whole rib cage collapses anyway and their lungs are compressed. So this is actually really normal to see at a stranding with a larger animal like this. Yeah, and people will also say to you, oh, look, that's really, really skinny. These animals, they're starving to death. It's not that at all. That's a normal distortion because of the size of the animals. Ich habe das in der Schule auch so gelernt. Oder im Biostudium tatsächlich. Wale werden von ihrem eigenen Gewicht an Land zerdrückt. Das ist mittlerweile widerlegt. Und das sind wirklich die Leute wie Ingrid, die schon hunderte Wale gerettet haben. Hunderte Orcas. Das sind die Menschen, auf die man hören sollte. Und man sollte immer versuchen, den Wal zu retten. I just got a call from the park ranger. He reckons that the little calf is really, really badly decomposed. The other orca are out there now. He's interested in taking me out there to have a look at them, just to see how they're doing. Und da haben wir dann schon die Nachricht, dass tatsächlich einige der Orcas leider gestorben sind. Die haben es nicht geschafft. Die haben die Strandung nicht überlebt. Wie viele, wissen wir nicht genau. Es sind 14 Orcas gewesen, 8 davon sind gestrandet, 5 davon haben überlebt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die? Geht's denen gut? Haben die Probleme? Ist die Leitkuh gestorben? Weil das bedeutet ein extrem großes Desaster für die Familie. Yeah, exactly. They don't like it because of that boat. Yep. Another one coming up. So these are some of the orca that's stranded. In New Zealand, we average one orca stranding a year, and Australia averages one every 14 years. So it's a big difference. And we were at an orca stranding just 8 weeks ago in New Zealand, and it was successful, but only one individual. 7 animals stranded, 2 died, and the park rangers have told us that there were another 4 animals out in the channel the whole time just waiting for the ones that were stranded to come back. Now they're all together and they're socialising. It's a good sign. So, you know, we have good long-term hopes for these animals as well. It's not likely, once they've been rescued, that they're just going to go around the corner and die and we don't know about it. Because each orca, like a human, looks different. Yeah. And so you can take a photograph of each one and then you can build like a mugshot book. And you can go through and you can say, oh, I know you and I've seen you before and oh, you were tracked down here. And then the database will be able to monitor where these individuals go. The average group size for orca in New Zealand is between 6 to 12. So here with a group of 9 plus the 2 that died, that's about the same as what we would have in New Zealand. But different orca around the world have different cultures. Okay. So just like
for instance, the difference between Australians and New Zealanders. The difference between Australian orca and New Zealand orca is just as strong. Right. Yeah, they even have their own dialects, and they've got the New Zealand orca have a Kiwi twang, and the Aussie orca have a good Aussie twang as well. So yeah. Yeah, see all those barnacles? Oh, little one, you little puppy. Nice. Wichtig ist dann erstmal diese Tiere zu beobachten und zu gucken, okay, wie verhalten die sich jetzt? Wie ist die Gruppendynamik? Wie ist die Familie zusammengesetzt? Und ist da jetzt noch ein altes Weibchen dabei oder eben nicht? Diejenigen, die das auch wissen wollen, auf deren Boot steht SeaWorld. Und da war es echt krass, da hatte SeaWorld tatsächlich das A-Team vorbeigebracht, also die Obersten der Obersten, Veterinäre, Trainer und so weiter, also die höchste Instanz bei SeaWorld der Gefangenschaftshaltung von Orcas, saß da auf einem Boot und war natürlich da, um zu helfen. Na klar. At the moment, one of the calves is taken off and headed back south again. The main group of orca is slowly turning around and seem to be following it. So we're going to do the same thing. Und dann kommt es zu den ersten Problemen. Die überlebende Gruppe aus verschiedenen jungen Orcas, junge Weibchen, ein Semi-Adult Male, also ein jugendlicher männlicher Orca und 2 Kälbern, trennt sich. Immer mal wieder verschwindet ein Kalb. Maybe the dead one was its mother. It's just hard to know, but certainly a big change in behavior. Und die Bindung von Baby an Mutter ist bei Orcas so enorm stark. Weil man weiß, sie leiden auf jeden Fall sehr und vermissen die. Und in so einer Situation ist es natürlich gut, wenn du da Menschen hast wie Ingrid Wisser, die genau wissen, was sie tun. I'm definitely a whale hugger, but I'm a scientist first. Absolutely. And all of my tofu words come from the fact that I've watched them as a scientist and I've watched them as a behaviouralist, and I've spent 20 years dealing with this sort of thing and watching this. And so I know we shouldn't put human emotions on them, but often it's the only way for humans to understand the process and then be able to give the animals the space that they need. Look, and we can't be sure it's not too dissimilar. Yeah, exactly. The little calf that took off is still up there, about, well, nearly a kilometre ahead of us. This group, which has at least 8, possibly 9 animals in it, has just turned and has started milling. So we're hoping that the little calf can hear them. We've asked all the boats in the area to turn off their engines. Is it a critical situation? This could be really critical to the whole thing because that little calf could trigger another stranding. Und die Situation ist total dynamisch. Die Orcas drehen wieder um, manche schwimmen nach, die versuchen das Baby zu holen. Und besonders, wenn sich so ein Jungtier von der Gruppe entfernt und ja irgendwo auf einer Sandbank wieder strandet und alle versuchen zu helfen, hast du die nächste Strandung. There he comes, definitely, definitely. All right, it's coming this way. I've got goosebumps, look at that. Woo. Great. Wow. Come on, little one, keep coming. Where are the others? Es ist so ein Up and Down. Immer wieder Dinge passieren, die gut sind und dann wieder Dinge, die super schlecht sind. Und immer dabei SeaWorld haben wir die ganze Zeit im Nacken hängen. Research and Rescue. Ja, du kannst natürlich nicht verbieten zu helfen, aber wir wissen ja, warum SeaWorld da ist. So at the moment we've been on the go for about 33, 34 hours and it's pretty emotional. This little calf keeps breaking away and could possibly restrand. Oh,
they go. They're milling around waiting for this little calf. And if the little one restrands, it's entirely possible the whole group could go up. And at the moment there's 9 orca here. The first stranding had 7 orca and 2 of them died. We certainly don't want any repeats like that. Dann hast du die Gruppe an Orcas da und weißt nicht, was du tun sollst. Was machen die jetzt? Wow. Every time it comes back, I start getting goosebumps. Und das ist, wenn man eh schon so körperlich fertig ist, dann auch mental eine ganz schöne Challenge, sich zu konzentrieren, zu überlegen, was machen wir jetzt, zu beobachten, darauf zu reagieren, einen guten Plan zu finden, wie lösen wir jetzt das Problem, wie kriegen wir die Orcas aus der Bucht raus, was sollen wir jetzt tun? Und das ist wirklich wie bei einem Kriminalfall, du musst immer individuell anhand der Situation entscheiden und das ist nicht einfach. No, that's his mum, I think, because that's the same female he surfaced with every time. So it's presumably his mother. Oh, look at that one that's possibly 7, but now without them all surfacing in the sequence. Oh, that one's definitely stranded. Look how wrinkled its skin was. Und dann hast du natürlich auch Orcas, die verletzt sind von der Strandung, die verbrannt sind, die Haut, die völlig dehydriert sind. Die Orcas, das wisst ihr jetzt schon, müssen 2 bis 3% ihres Körpergewichts pro Tag essen. Diese Tiere haben jetzt tagelang nichts mehr gefressen. Die gehen nicht auf Jagd und das ist ein Problem. It's certainly looking good at the moment. You know, they've come a long way. They've come at least 3 kilometres in the last 3.5 hours. So that's pretty good because they've been spending a lot of time further south in the shallows. And it was a little bit nerve-wracking there for a minute or 2 when the little calf took off, but then joined back up again. That was good. But, you know, my hat's off to the whole team, the park rangers and everybody who was involved with the rescue because they did a phenomenal job. I mean, we could have tragically lost all 7. Really? Yeah, easily. And so to have lost 2 is very sad, of course, but we're hoping to be able to do some really interesting science with the dead ones and gain an insight into perhaps why those 2 died and the others didn't. Yeah. Do you think they were ill? We don't know until we start looking at them a little bit closer, yeah. Yeah. Das Beste, was man aus so einer Situation dann machen kann, ist so viel Erkenntnisse wie möglich gewinnen aus den toten Tieren. Also im Prinzip wie ein Forensiker, ein Gerichtsmediziner, eine Obduktion hinterher machen und schauen, was ist passiert. See this little bit here? Yes. Can you see that marking? Yep. And there's another one here. Yep. You know what those are? Cookie cutter shark bites. Wow, that one's sealed up really nicely, hasn't Yeah. So you can see it here and you can see that same pattern here. Yep. And then over here, see these marks here? Yes. These are rake marks from orca. If you look at this spacing, if we do it like if it goes across there, so there's one at where my fingernail is and one where my knuckle is, right? Yep. And then you look at this spacing here. One where my finger is and one where my knuckle is. Yep. Yeah. So it's from another orca. It's obviously not, it hasn't turned around and bitten itself. It's another orca that's done it. If you look in here, you can actually see that it's bubbling away in there. That's the gastric juices and everything just rotting away. The smell is incredibly putrid. And it's going to get worse as we start cutting it open. All right. Walter! Probably a bit too small for you, huh? Man sieht auch sehr schön Ingrid in ihrer typischen Schutzkleidung. Boxershort, barfuß. Jeder andere Typ würde bei so einer Walstrandung im Ultraschutzanzug, Handschuhe, Maske und so weiter, Schutzbrille. Das ist halt Ingrid Wisser. Und ich bin auch so. We're doing total length 4.11. 1 meter 2 centimeters. 22, 28, 32, 56, 2 meters 58, 55, 41, 31. We have very little information on morphometrics or body shape and size of wild orca. So these sorts of measurements are really important to put any individual into the big picture around the world and also to give us information about the big picture. Der Erkenntnisgewinn aus so einer Strandung über Größen, Gewichtsverteilung und so weiter,
Das hast du ja nie bei wilden Tieren. Wann findest du mal gestrandete Orcas? Wann hast du mal die Möglichkeit, die zu vermessen, die zu wiegen? So there's some really interesting research that's been done on these little barnacles on whales. And one of the things is that they can try and look at how related the barnacles are and see if that gives us some information about the relatedness of the different populations of orca. Barnacles sind im Prinzip kleine Krebstiere, die sich anheften mit einer Haftscheibe und dann auf dem Wal leben und quasi Plankton fischen und als Parasiten auf dem Wal haften. Und wenn die zu viel werden, kann so ein Wal tatsächlich auch mal krank werden oder es verändert auch die Hydrodynamik. Das heißt, er kann nicht mehr so gut schwimmen. Allerdings weiß man, wenn man Walparasiten sieht, diese Tiere stammen aus tropischen Gewässern, weil die antarktischen Orcas oder die oben in der hohen Arktis, die haben nicht solche Barnacles. Der erste Stich in so einen aufgedunsenen Wal, der so die Faulgase rauslässt, das ist wirklich unangenehm. Oh, I hate doing this. It's just nasty. Der hat ja 37 Grad Körpertemperatur, Speck, das heißt, der kocht in sich selbst. Und der Gestank, ich kann das heute noch, man kann sich nicht an Geruch erinnern. An den Geruch schon. 100%. Ich rieche das heute noch unter meinen Fingernägeln, Freunde. Das ist wirklich das Abartigste, was ihr euch vorstellen könnt. Und wir arbeiten tagelang an diesen toten Walen. At the moment I'm trying to collect a blubber sample, and the blubber sample will be used for a number of different things, including trying to look at toxicology. If the decomposition is not too bad, we'll be looking for things like PCBs and DDTs, and these are all man-made chemicals that affect the immune system and things like that inside the whale. Oh, nasty. It's like trying to cut through a basketball that's just desperately trying to burst. You don't want to be too close. Okay. Whoa, nasty. Thank you. Okay, Walter, you got the bag ready? It's like trying to cut through shoe leather. Kind of like beef, but even darker in colour. That's because of the high myoglobin content, which is what allows the oxygen to bond in the blood so that these animals can dive deep and stay underwater for a long time. Nachdem man so ein Stückchen rausgeschnitten hat, kannst du das Messer schon wegwerfen. Das ist so ein Filetiermesser aus dem Angelbereich. Es wird sofort stumpf. Nur für so ein kleines Stückchen, das ist Schwerstarbeit. Und das Ganze hier, ich glaube, die Temperaturen waren über 35 Grad. Was man nicht sieht, es ist alles voll mit Sandflies. Man wird komplett zerstochen. Kein Mückenspray der Welt hilft. Nichts. Man unterliegt immer der Gefahr, wenn so ein Wal in der Sonne liegt und aufdünstet und du stichst an der falschen Stelle rein, dass alles explodiert. Gibt es ja schöne YouTube-Videos, auch auf meinem Kanal. Und man sieht jetzt auch schon, von Schnitt zu Schnitt, das Wasser kommt immer näher. Und bevor der Wal weggespült wird und vielleicht tatsächlich komplett auf immer verschwindet, geht es noch darum, einen der Flipper mitzunehmen. Also die in dem Fall linke Brustflosse des Kalbes. Okay, I'm down to the bone there. Oh, that's nasty. And again? At the moment we're fighting the tide, trying to get the samples before the water comes in and makes it impossible to cut it apart.
Und es ist gar nicht so einfach, das rauszutrennen. Und immer wieder der Blick, das Wasser kommt. Okay, so they found another dead one. Yep. Da wird uns klar in dieser Situation, es gibt einen dritten toten Orca. We reported a calf. Yeah. No idea of size or condition or sex. Okay. And it was near where they were found last night. They spent time last night. Last night, So okay. it might be one of the animals that died recently, so last So night. it might be fresh. It might be fresh. Okay, all right. So I guess the thing will be that we get the samples off this, And and then get maybe down go there. and have a look at that one. We could do some media on the way down. Okay. Yep. All right. That sounds great. Well, I'll keep going on this before Yep. the tide comes in, huh? Wenn ihr hier genau hinschaut, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähne, aber habe ich den Orca mit einem Seil angebunden an der Fluke, also an der Schwanzwurzel und oben mit einem großen Anker in der Wurzel gesichert, damit wir den nicht verlieren. Falls die Flut so hoch wird, dass er aufschwimmt und wegtreiben würde, und er ist natürlich auch eine Gefahr für die Bootsfahrerei bei Nacht und so weiter, möchtest du keinen toten Wal überfahren und dir das Boot kaputt haben. Do you know if they managed to get that other pectoral fin off the big animal? They got one off. Okay. Wow. Oh, don't you dare. Yeah, not right now. Yeah, but yes, one of the green bags there, Walter. I take it your presence here indicates this is a pretty rare event. It's a very interesting event. Yeah, you know, to have a mass stranding anywhere in the world of orca is big news, as you guys would know. And in terms of being an orca biologist, I don't see that we're going to get this head cut off in time. What do you think we can do? Leave it till the morning. Really? Yeah, definitely. And then we can get back down, do what we need to down south, Yeah. and come back first light. Okay. All right, so we'll see if we can get this off tonight then. Yes. Okay. In Australia, I know that on average there's only one orca stranding every 14 years here. In New Zealand, we average one a year, so it's a little bit different there. And in particular here in this in Harvey Bay, people are saying, you know, they've never seen it before. Yeah, there's one record of orca about 40 years ago just to the north of Fraser Island, but in terms of strandings of orca in this area, no, this would be a first. So it's very interesting scientifically as well as biologically. The socket joint there, the ball and socket joint, as the flipper moves around. So I've got to try and cut that in the right place. Obviously can't cut through it with a little knife like this. So one of the things that we've done today is tried to collect some samples from one of the young ones that died. And we collected one of the pectoral fins and also some blubber samples. With the pectoral fin, we are hoping to do a CT scan so we can look at how the bone structure is laying inside. So you can really see that ball and socket joint exactly the same as ours, right up in the top of the shoulder here. The trick is to cut right in between the ball and the socket joint, because a little knife like this will never cut through the bone. So you have to very carefully cut in between the two. That's what I've done just here, and hopefully with just a little bit more cutting of the meat, the whole thing will just pop out. And also do x-rays. We'll use the blubber samples hopefully to look at PCBs, DDTs and other human toxins and see if they've made it into the food chain, into this population. Und immer wieder zwischendrin Hubschrauber, News-Helikopter, so ist das eben in Australien, die landen und irgendjemand auf dem Boot absetzen. Ingrid, kurzes Interview, wir wollen hier wissen, was ist passiert. Kannst du das für uns einordnen? Und Ingrid, voller Medienprofi, zwar voller Schleim und Blut, aber immer wieder bereit, die richtigen O-Töne zu geben. Und das ist wirklich... Bit disgusting. So this white is actually the tendon that helps hold the whole shoulder in place. Here we go. Okay, Walter, you got the plastic bag? You can come over here. Ne, immer schön barfuß da in diesem toten Wal. Here we go. You ready? Brilliant. Es geht wirklich darum, solche einmaligen Chancen zu nutzen, also wenigstens einen Teil des Skeletts mitzunehmen, um zu gucken, okay, wie sind Wachstumsphasen bei solchen Orcas. Und alles, was man von einem Wal abschneidet, ich sag's euch, ist sau schwer. It's like being Father Christmas with disgusting things in your sack. Nasty. Und dann fahren wir zum nächsten Orca. Is that what you need? Shoulder joint, isn't it? Yeah, it is. It's exactly the same shoulder joint as we have. Exactly. What would that weigh? Not weigh. It's heavy. Do you want to hold it? Der wurde wirklich mit dem Helikopter abgeseilt, aufs Boot.
im Anzug und war völlig nass, weil es geregnet hat. It's 20 to 6 and we can just make out the orca about 300 meters ahead of us and they're slowly heading up the main channel. We heard that there was another dead orca, a juvenile. Turns out that this animal could be anything up to 7 meters long. So we're going to go and investigate tomorrow morning. Apparently it's stuck right up inside the mangroves. Don't know whether we can even get any samples, but we're going to hang around and go out early tomorrow morning and see what we can find. Die Nächte sind kurz, die Tage lang und nach 2-3 Stunden Schlaf geht's schon wieder raus, um den nächsten toten Orca zu untersuchen. What's going on, Dr. Engelwisser? Well, right, at the moment we're just loading up another boat. We're on day 2 of being here with the rescued whales. We've heard that they've found the other animal. It's a large one, not a little one, so we're going to try and get out there, see if we can find the live whales, and then maybe even go and look at the other dead one. And today we are on the boat with? My name's Warren Meredith. This is Sam Summers. Hi, I'm Sam. Die Australier sind alle super cool, besonders die Ranger. Das sind so coole Menschen. Super nett, mega hilfsbereit, die kriegst du auch nicht tot. Ingrid kann übrigens überall schlafen. Im Flugzeug, auf Flughäfen, im Boot, im Auto oder der Ladefläche. Ich habe die schon überall schlafen sehen. Die überlebenden Orcas, die muss man natürlich auch beobachten. Sie halten sich immer noch in der Region auf. Just up there, we've found the orca again. They're still milling about in pretty much the same place as they were last night when we left them. Slowly just turning around and around in this area. We'll get a little bit closer and monitor their behavior and have a look what they're up to. Was sie tun, keiner weiß es. Haben sie gefressen? Weiß niemand. Wie geht's ihnen? Ist einer verletzt? Weiß niemand. Aber immerhin, das Kalb ist noch bei ihnen und das ist gut, das ist wichtig. They seem to be in 2 groups at the moment. One group's heading south and one group's coming this way. We sort of saw them do this a little bit yesterday and then they would come back together again. It may even be that it's 2 separate groups that have come together after the stranding and once they get outside they may split up again. So one of the important things to do now is to make sure that we photo-identify each and every individual so we can look for re-sightings in the future and make sure that they're doing okay. That's one of the ones that's stranded in the shore. Hi, Pumpkin. Hi! Look at... Das ist wie so eine Gabe. Wenn du Ingrid an Bord hast, hast du auch die Orcas direkt am Boot. Und auch ab und zu SeaWorld. Dieses SeaWorld, Leute. Das wurden auch von Tag zu Tag mehr. An Tag 2 haben sich dann tatsächlich auch mal getraut, Ingrid anzusprechen. Die wissen ja ganz genau, wer sie ist. No, not at all. It was just playing. Did you see the calf was rolling over, did this, and then it did a backwards flip, and then it did it again, and it came up, and then it went backwards? Yeah, just playing. When you watch them underwater doing that, there's usually another one underneath playing with them, and then you saw the other one come up. So that's the real advantage of being able to get in the water, because you can see the underwater behaviour and link it to the surface behaviour. What sort of feeding behaviour should we see out here? Who knows, actually, in here. I've not been able to... The bait fish there as well. Yes, yeah. We saw them with mackerel yesterday, but they weren't chasing the mackerel at all either. So, I mean, they may not even feed. You know, they might go 3, 4, 5 or more days without feeding in here. Yeah. Und da kann natürlich dann eine Ingrid Schulter zurück, Brust raus, schön den hier. Also pass auf, Leute, ich erkläre euch jetzt erstmal, wie hier die Situation ist. Folgendermaßen so und so und so. Und du siehst diese ganzen SeaWorld Ultra-Orca-Profis, die dann sagen, aha, ja, komm, da. Nee, also pass mal auf, das ist so. Darf ich noch eine Frage? Nee, jetzt erstmal, lass mich mal zu Ende. War so eine geile Situation zu sehen, was die auch für einen Heidenrespekt vor dieser unfassbar gefährlichen Frau haben. Ingrid ist die Person auf der Welt, die am meisten rumstachelt gegen
Die Gefangenschaftshaltung von Orcas, die alle anzeigt, die in Verfahren verwickelt, die Gerichtsverfahren anstößt, wie beim Orca Morgan zum Beispiel. Die SeaWorld ständig ans Bein pisst, und zwar so richtig. Und da sitzt die Elite von SeaWorld auf einmal und die treffen aufeinander. Aber die begegnen sich ja sonst niemals. Und dann hast du da so ein paar Praktikanten, Volontäre und Fotografinnen mit an Bord und siehst hinten so die SeaWorld-Männer, die sagen so, Alter, haltet jetzt die Fresse, hört auf, Fragen zu stellen. So, ich bin hier der Chef, ich bin der Chef SeaWorld-Trainer und der Chef Veterinär, ich kann euch das auch alles sagen. Aber dann liest du die Interviews von diesen SeaWorld-Leuten und denkst, boah, okay, da äußert sich dann der Ultra-Profi für Orcas und sagt, na, ich weiß auch nicht genau, was hier passiert ist, vielleicht sind die Orcas gestrandet, weil die gejagt haben oder so. Ja, das ist eben das, was dabei rauskommt, wenn man Orcas einsperrt und meint, man kann dann auf ihr Verhalten in der Natur Rückschlüsse ziehen. Während ich von der Orca-Strandung in Australien erfahren habe, war Ingrid gerade dabei, einen 150-seitigen Bericht zu schreiben über einen Orca, der in Gefangenschaft geraten ist, der angeblich gerettet wurde, Orca Morgan in den Niederlanden, und den man eigentlich nicht handeln und verkaufen darf, der aber gehandelt und verkauft wurde, offensichtlich nachweisbar an den Loro Park in Teneriffa. Was SeaWorld so hinter den Kulissen treibt, was der Preis dafür ist, dass manche Menschen Orcas in Delfinarien weltweit sehen können, der ist ein wahnsinnig hoher. Und das seht ihr in Filmen wie Blackfish 1, Blackfish 2, Whale of a Business und so weiter. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, sich zu informieren, wie kommen Orcas eigentlich in Gefangenschaft und vor allen Dingen, wie geht es ihnen da. Informiert euch unbedingt. Und eine Bitte an dieser Stelle, kauft euch bitte niemals, ever, 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 eine Karte für SeaWorld, nur um Orcas zu sehen. Bitte nicht. What they did was slit the stomachs open, filled them with stones, wrapped chains around them and sunk them so that the public wouldn't know that they had killed these animals in the process of trying to capture them for the aquariums. Anyway, some people found out about it and then the laws were changed in the United States and SeaWorld was not allowed to, in fact nobody was allowed to take orca from American waters. So suddenly they had this very lucrative market for these animals from marine parks but nowhere to get them from. So they engaged another aquarium to go and capture them for them from Iceland. So then they would take them from Iceland, put them in this aquarium called the Dolphinarium Harderwijk in the Netherlands, and then from there ship them to the US, because then the US SeaWorld could say, well, we've taken them from captivity, we haven't taken them from the wild. So what's happened with this little Orca Morgan that I'm trying to save is pretty much the same thing, and it's exactly the same aquarium. They captured this little orca that needed help. They had a special permit to rehabilitate and release her, and they haven't released her. They've shipped her to this other park in Spain, owned by a German, but all the orca belong to SeaWorld in the US. So it's this real tangled mess going on. Und das ist genau diese Sachen, das ist das Perfide, dass sie sich als die Retter der Orcas darstellen. Dabei haben sie andere Aquarien Orcas fangen lassen und sie dann aus diesem Aquarium gerettet, um zu sagen, wir retten die ja aus Gefangenschaft und in eine bessere Behandlung. Absolut lächerlich. Und die ganze Scheiße kommt ja irgendwann raus. Auch zum Thema Morgan ist alles öffentlich. Sie wurde gefangen. Denn ich habe persönlich mit Ingrid zusammen den Kapitän interviewt, der diesen Orca gerettet hat. If I asked you, what was the original intention when you guys went out? The original intention was to make sure she wouldn't die on the Dutch coast. Und uns aber gesagt hat, wir haben ihn halt gefangen. I think it would be really nice that if there's the slightest possibility that she'd be able to live in the wild, you should give her that chance. Because of the high-profile nature of the case and my name being linked to it as a wild orca biologist, SeaWorld guys here know who I am and know that I have no time for the absolute bullshit that comes out of the mouth of SeaWorld. Der am Steuer ist einer der Obersten bei SeaWorld und also wirklich so der Obermufti in Sachen Orca-Haltung und der hat überhaupt keinen Bock. I'm a little bit concerned of what's going to happen during the week. The situation is, whilst the animals are
calm, they're in control of their environment, they're probably cautious, but I'm not sure what's going to happen. In regards to any intervention that may take place, I think Parks are going to refer to you, which is a good situation for us, and we're very happy that that's implemented. SeaWorld sagt im Prinzip, wir müssen die jetzt retten, weil die Orcas fressen nicht, die verhungern, die verdursten. Wir müssen hier intervenieren. Und das ist so geil, wie Ingrid dann kommt. Based on what I've seen with orca, I would wait at least 4 weeks before I'd intervene because they're not stressed at the moment from what I've observed. You know, I think you guys concurred with that a little bit earlier. You know, very, very relaxed, very exactly. calm. They're really And all of them socialising. are too. Yeah, exactly. Entire pods. And they're really nicely socially coherent in terms of, you know, you've not got some over there and some over here, and they're sticking together. I mean, there's a risk if you do an intervention as well, of course, because especially in a situation like this with all of these sandbars around the place, unless you've got something like 500 boats all coordinated, lining all the potential channels so that you know that there's one route that they're going to go. Wie verhält sich Ingrid? Die ist ja wirklich so, hier, ich erkläre euch das mal, also pass auf, folgendermaßen. Auch noch so ein Bein lässig auf deren Boot, so richtig dominieren. Fand ich gut. It could be really, really touch and go if you do an intervention and they don't want to go. No. Diese bestimmte, aber dennoch ruhige Art, aber auch diese, die zeigt, ihr habt hier nichts zu melden. I know that it's very difficult to observe feeding with them at times, depending on what they're feeding on. You know, at home, of course, they're benthic foraging, so they're feeding on the bottom. So basically, the only time you see them coming up, the only time you see them with food is if they actually come up with food in their mouths. Now, yesterday, I definitely saw something. We've got to go through our photos. Oh, really? But I definitely saw one of them surface with something about this size in its Really? mouth, Okay. and it was pale coloured. Apparently the humpbacks start coming in here in the next few weeks. Yeah. If they're still here then, do you think that'll have an impact? I think that it would be good if these are a population of orca that feed on humpbacks. It won't be good for the humpbacks, but it'd be good for the orca. Yeah. Then that's what I meant. You know, and the other thing that might happen is that if they do start chasing the humpbacks might race off in the right direction and the orca might follow them. That's probably more what I was wondering about. So, Dieses Gebiet ist sehr, sehr gut für Whale-Watching. Das heißt, da kommen Touristen hin, die gerne Humpback, also Buckelwale sehen möchten, wenn sie rausfahren. Und wenn es Orcas gibt, dann gibt es keine Buckelwale, weil die fressen eben gerne Buckelwale, die Orcas. Und das war der größte Wunsch der Ranger, dass diese Orcas auch möglichst schnell den Abgang machen, bevor sie nicht die Humpbacks fressen und dann die Touristen nichts mehr zu gucken haben. Tja, also alle waren aus unterschiedlichen Gründen da. yeah, hi Peter, this is Ingrid speaking. Hey, just wanted to let you know that we've been with the group of whales for a little while now. Everything's looking good except for the fact that they've turned and are heading south. There's a number of boats with them, including SeaWorld. They interestingly came over and had a bit of a chat to us and were trying to put the pressure on me about doing some sort of a quote-unquote intervention. I'm not sure what that meant, but it was certainly a very interesting situation. Anyway, we're going to head over now and have a look at that third whale that was found and then try and go to the juvenile that we were working with yesterday and see if we can get the head off. We'll keep you posted and you can always give us a call on this number. Thanks, bye. All right, great. Thanks, Sylvia. Und das finde ich extrem beeindruckend an Dr. Ingrid Wisser. Die stellt sich ganz alleine mit geschwollener breiter Brust und breiten Schultern vor die Multimilliarden-Dollar-Konzerne und sagt, fickt euch. Mit eurer Scheiße kommt ihr hier nicht durch. Ihr könnt den Leuten da draußen sonst was erzählen. Ich mache öffentlich, was ihr wirklich macht. Ingrid ist einer der Menschen auf der Welt, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Eins meiner Vorbilder. Ich bin so, weil ich Ingrid Wisser kenne. The conditions are so bizarre here at the moment. There's this really thick mist and everything's completely distorted. Something like this little log going past here just a moment ago looked huge, and we thought there was another one was actually the orca, but apparently it's somewhere in this direction, so we'll go and see if we can find it. That would be the third dead whale. Pretty sad. Das war alles so surreal irgendwie. Super warm, mit Nieselregen, dieser Nebel und irgendwo tauchte dann am Horizont so ein toter Orca auf. I'd say, looking at the size of it, that it's a male.
We'll know a bit more when we get a little bit closer. Und tatsächlich war es ein großer Orca, eine große Orca-Kuh. Und das war eine große Orca-Kuh, die unabhängig von allen anderen irgendwo alleine gestrandet ist. Wow. See, I can see that the tip of the teeth is worn off a bit as well. The other ones that we've been looking at here have got really, really sharp teeth. There's some speculation that worn off tips of teeth are from orca that specialise in feeding on sharks. I have never seen that in New Zealand though. That is disgusting smell. I've got to get in the water here now, and the current's going out, and this area is notorious for sharks, so I'm not looking forward to this at all. And it's bloody cold. Whew. At least it's not too deep. Oh, the bottom's a bit nasty. Yee. All right. Komplett trübes Wasser, ein totes Tier, woran Haie natürlich total interessiert sind. Das ist immer mit dieser Anspannung verbunden, die ganze Zeit. Right at the base of the barnacle, where it's actually attached into the skin of the whale. So the barnacles that are attached here on the trailing edge of the tail of the orca, they're filter feeding organisms, and they would just be along for the ride because the whale will be going into areas where there's lots of planktonic food in the water for the barnacle to feed on. And in fact, wow, this barnacle has still got its feeding tentacles hanging out. Now that is the first time I've seen that. Wow. Wir haben den Wal wieder gesichert, auch mit einem Anker, nehmen wieder Proben von den Barnacles. Wir vermessen den Wal. Wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das riecht. Ich bin auch nur in der Boardshort. Es gibt irgendwo ein Foto von mir, wie ich völlig blutverschmiert in der Boardshort am Strand stehe. Interesting information. See all of the gases coming out here as the animal decomposes. Da kommt das Gas langsam raus. Es ist wirklich, es ist unschön. Aber wir hatten ja keine Zeit irgendwie für Schutzanzüge oder irgendwas. Du kriegst ja auch dort vor Ort nichts. Und alleine so eine Flipper, die wiegt ja locker 50 Kilo. Also. Und ich filme Downwind. Das heißt, ich krieg die ganze Scheiße ab. Ne? Ich stehe in der Soße, untenrum, stinke wie verrückt und krieg die ganzen Faulgase ab. Also wirklich, alter Schwede. Where's the wind coming from? The wind's coming from here, so the cameraman's getting all this nastiness right in his face. Ja, wieder eine perfekte Interviewsituation. Ich suche mir das immer so aus. Now the animals last night stayed around. We've found them this morning in pretty much the same area. They're in a deeper part of the channel, so we're quite comfortable with them being there. It's highly likely, particularly at night when it's difficult to see for us, that they're actually hunting fish in there. So I've got no concerns for them. You know, if they're here in 4 weeks or 5 weeks, then maybe we need to reassess it. But right now, I say the best thing that we can do is just give them some space and give them some time. You know, they've just been through something very, very traumatic, and they've lost family members. A pretty well established business, whale watching, Yes. but is there something different about killer whales, or could we see maybe another business venture set up in Hervey Bay?
If you look at the types of whales that people want to see, if you do a survey, one of the main ones is to actually see killer whales or orca, and it's a big business overseas. Chances are these animals are going to head out to sea, and it'd be very difficult to set up a whale watching business just around them. But if people are going to go out and see them, we ask them, please remember that there's a 300-metre exclusion zone around the animals. They need some space, they're grieving, and they need the chance and opportunity to get out to sea without being disturbed. Well, that's a bit of a relief. At least the carcass is still here. I was worried that somebody might have come and cut the rope and it had floated out to sea. So Freunde, das war Teil 1 des Australien-Desasters. Und ich kann euch sagen, kleine Triggerwarnung für die nächste Folge, das wird krass. Und das wird richtig, richtig unangenehm. Und wer zart beseitigt ist, für den ist das vielleicht nichts. Deswegen hier, kurzer Cut. Und immer dran denken, Freunde, das wisst ihr jetzt mittlerweile schon, Ingrid finanziert sich rein durch Spenden und wir als Mission Erde Community supporten sie natürlich für ihre großartige Arbeit, die sie leistet. Also Link unten klicken, ab zum Orca Research Trust und drückt auf den Spenden-Button. Und zwar ordentlich. So, bis zur nächsten Folge.